Das Problem ist leider weit verbreitet. Schätzungsweise 1000 Brücken im Bundesfernstraßennetz, wo dieser Stahl noch drin ist. Die Schallemissionsanalyse ist die einzige Methode, wie ich also sicherstellen kann, dass alle Brücken, wo dieser Schadensprozess tatsächlich aktiv ist, rausgefiltert werden können. Früher bin ich fast jeden Tag mit der Straßenbahn über die Karola-Brücke bis zur Uni gefahren. Ich war also richtig geschockt, als mir meine Mitbewohnerin die Nachricht von dem Einsturz weitergeleitet hat. Laut dem Gutachten, das im Dezember veröffentlicht wurde, ist eine wasserstoffinduzierte Spannungsrisskorrosion Ursache für das Unglück. Ich treffe jetzt Professor Steffen Marx vom Institut für Massivbau. Er hat das Gutachten verfasst und erklärt mir jetzt gleich, wie es zu diesem Schaden kommen konnte und wie sich weitere Brückeneinstürze verhindern lassen. Was ist eigentlich eine wasserstoffinduzierte Spannungsrisskorrosion? Das ist eine besondere Korrosionsform bei hochvergüteten Stählen, also bei Stählen, die für eine besonders hohe Festigkeit vergütet worden sind. Und bei dieser Korrosion dringen Wasserstoffatome in das Metallgitter des Stahls ein und dadurch wird eine Rissbildung ausgelöst, eine Anrissbildung in der Oberfläche. Diese Atome, die treiben das Gitter im Prinzip immer weiter auseinander und das passiert besonders dann, wenn der Stahl unter einer sehr hohen Zugbeanspruchung steht. Also das ist bei Spannstahl ja einfach der Fall, der wird ja vorgespannt und wenn eben im Zuge dieser vorgespannten Situation Wasser oder feuchte Außenluft zu dem Spannstahl Zugang hat, dann kann diese Korrosionsform initiiert werden. Wie ist es denn zu diesem Schaden gekommen? Hätte man den eher erkennen können? Diese Korrosionsform, dass die bei dem Spannstahl auftritt, das war zum Bau der Brücke nicht bekannt. Das kann man also den Leuten damals auf keinen Fall vorwerfen. Was aber hier bei der Karola-Brücke das noch mal begünstigt hat, dass das eben passiert ist, das liegt an der Bautechnologie. Dieses Mittelfeld hier, was man hier über der Brücke sieht, das ist ja später erst eingehängt worden, als Teile der Brücke schon standen. Und die Teile, die schon standen, die konnten, weil das Mittelteil noch nicht drin war, zunächst nur teilvorgespannt werden. Und dann standen die Hüllrohre, in denen diese vorgespannten Spannglieder drin waren, einige Wochen ohne Schutz da. Und deswegen waren die Spannglieder, die eben eine Weile ohne Verpressmörtel dastanden, sehr stark geschädigt. Und betrifft dieses Problem noch weitere Brücken in Deutschland? Also das Problem ist leider weit verbreitet. Das sind also alles Brücken, die so in den 60er, 70er Jahren hergestellt wurden. Wir haben schätzungsweise 1000 Brücken im Bundesfernstraßennetz, wo dieser Stahl noch drin ist und viele, viele weitere Brücken im kommunalen Bereich. Was kann jetzt getan werden, um weitere Brückeneinstürze zu verhindern? Dieses Risiko für Spannungsrisskorrosion bedeutet ja nicht, dass das Risiko auch unbedingt eingetreten sein muss. Also gefährdeter Spannstahl heißt noch lange nicht, dass Spannungsrisskorrosion tatsächlich stattfindet. Deswegen ist jetzt eigentlich die Aufgabe, bei den Brücken, wo dieses Problem vorliegen könnte, Sicherheit zu schaffen, ob es jetzt eingetreten ist oder nicht. Und das kann man sehr gut mit der sogenannten Schallemissionsanalyse, weil wenn Drähte in so einem vorgespannten Zustand brechen, dann wird die in dem Draht eingespeicherte Energie frei. Und die Energie geht nicht verloren, sondern die wandelt sich um in eine andere Art von Energie. Und in dem Fall ist das eben eine elastische Welle, wie eine Schallwelle, die wandert dann durch die Konstruktion. Und die Schallwelle kann man ungefähr bis zu einem Abstand von 10 Meter von dieser Bruchstelle noch mit kleinen Mikrofonen an der Oberfläche messen. Diese Schallemissionsanalyse ist aus meiner Sicht die einzige wirklich sichere Methode, wie ich sozusagen Spreu vom Weizen trennen kann, wie ich also sicherstellen kann, dass alle Brücken, wo dieser Schadensprozess tatsächlich aktiv ist, sicher rausgefiltert werden können. Welche Forschung wird denn diesbezüglich am Institut für Massivbau durchgeführt? In den letzten etwa 10 Jahren haben wir sehr viele Bauteile aus dem Rückbau von bestehenden Brücken gewinnen können, wo dieser Spannstahl drin ist. Und wir haben dann in diesen Spanngliedern künstlich Brüche herbeigeführt, indem wir die Spannglieder durchkorrodiert haben. Und wir haben dadurch eine große Datenbank schaffen können mit typischen Bruchsignalen aus so einem Spanndrahtbruch. Deswegen wissen wir heute sehr genau, wie so ein Spanndrahtbruch sich anhört. Und diese Datenbank ist eben eine sehr wertvolle Grundlage dafür, dass wir sicher unterscheiden können, das war jetzt ein Schaden und das war kein Schaden. Und es gibt viele Brücken, also viele heißt in dem Fall ungefähr 20 bis 30 Brücken, wo diese Messmethodik bereits eingesetzt wird und auch sehr erfolgreich angewendet wird.